Willkommen beim Meilencoach. In meinem neuesten Video nehme ich euch mit auf einem regionalen Business-Class-Flug mit der Singapore Airlines von Singapur nach Ho Chi Minh, Saigon. Wir fliegen in einem A350, der speziell für die Mittelstrecke konzipiert ist. Der Flug dauerte 1 Stunde und 30 Minuten. Das Flugzeug ist seit 2019, also 5 Jahre im Einsatz und ist mit 303 Sitzen ausgestattet. 40 in der Business Class und 263 in der Economy. Was für uns Europäer ungewohnt ist, es handelt sich tatsächlich um Liegesitze, die sich in ein Bett verwandeln lassen. Das geht nämlich schon. In diesem Video zeige ich euch alle Annehmlichkeiten, die schöne Kabine und die besten Sitzplätze, den Sitz, den guten Service auf dieser kurzen Strecke und das Entertainment. Am Ende ziehe ich einen Vergleich zu Lufthansa und sage euch, wie ich diesen Flug gebucht habe. Kommt mit und habt viel Spaß dabei. Auf der Mittelstrecke bietet der A350-900 der Singapore Airlines 40 Sitzplätze in der Business Class, die auf 2 Kabinen verteilt sind. Hier seht ihr die größere Vorderkabine mit 7 Reihen und 28 Plätzen. Dahinter sind Toiletten und eine zweite Kabine mit 3 Reihen und nur 12 Plätzen. Besonders privat sind die Plätze, die am Fenster sind und etwas Abstand zum Gang haben. Ich habe sie für euch markiert. Ich sitze auf der 15a, ein guter Platz. So, auf dem regionalen Flug oder fast regionalen Flug nach Ho Chi Minh sitze ich auf 15a. Der Sitz auch ist ein bisschen anders. Nicht ganz so imposant wie der auf der Langstrecke von Istanbul, aber dennoch sehr umfangreich. Die Kabine ist auch eine 1-2-1-Konfiguration und der Buchsraum ist mit 1,52 Meter sehr großzügig bemessen. Es gibt viel Platz für die Beine und das Handgelenk. Hier die Seiten sind offener, man kann hier vorne schauen und man hat hier auch 2 Fenster, was eigentlich auch ganz schön ist. So, es lässt sich doch verschieben. Es ist Touchscreen, es war vorher alles schwarz, sodass ich es nicht gleich erkannt habe. Aber ja, es funktioniert natürlich. Der Sitz verwandelt sich in ein 2 Meter langes, flaches Bett. Kurz, noch mal was anderes. Am Sitz befinden sich 2 USB-Schnittstellen und eine Steckdose zum Aufladen der mobilen Geräte. Alles sehr gut erreichbar. Am Sitz gibt es 3 verschiedene Lichter, die man je nach Sitzposition dazu oder abschalten kann. Praktisch. Die Decke ist etwas dünner, aber wirkt irgendwie seidig und auch weich und flauschig, also gefällt mir. Der Tisch ist ähnlich groß wie in der anderen Maschine, aber nicht ganz so stabil, also hier ein bisschen wackeliger. Mal sehen, ob er sich drehen lässt. Er lässt sich einklappen, aber man lässt sich reinschieben, aber lässt sich nicht wegdrehen, wenn er ausgefahren ist oder wenn man einfach so raus will. Es sei denn, es gibt hier irgendwo einen Knopf, den ich noch nicht gefunden habe. Also das ist nicht ganz so praktisch wie in einer anderen Maschine. Die Privatsphäre ist ziemlich hoch. Man sieht seine Mitreisenden kaum, wenn man sich in seinem Sitz zurücklehnt. Der Monitor lässt sich herausklappen, sodass man den idealen Winkel einstellen kann. Und kann gut sein, dass ich einschlafe, weil die Nacht war relativ kurz und ich konnte nicht besonders gut schlafen. Aber das ist ein anderes Video, das könnt ihr euch gerne anschauen von meinem Flug von Istanbul nach Singapur. Der war ziemlich sensationell. Ich bin jetzt sehr gespannt, wie dieser kurze Flug wird nach Ho Chi Minh. Vor dem Flug war ich noch in 2 Singapore Airlines Lounges, einmal im Terminal 3 in der Chris Silver und im Terminal 2. Und ich muss sagen, also Terminal 3 ist deutlich schöner, viel moderner. Der Terminal 2 wird schon ziemlich verbraucht und auch die Lounge ist, obwohl sie ein ganz gutes Speiseangebot hat, aber es ist keine Live-Cooking. Es wirkt sehr gedrängt, es wirkt irgendwie altbacken. Also das war irgendwie enttäuschend und ganz anders im Terminal 3, da war das modern und luftig und elegant. Also wenn ihr könnt, geht auf jeden Fall in Terminal 3, wenn ihr die Zeit dazu habt. Ich
zeige euch gleich mal, was ihr in der Lounge im Terminal 3 erwarten könnt. Und hier ist wohl die Hauptlounge mit dem größeren Speiseangebot, wie die nette Dame vom Empfang meinte. Hier ist auch eine Nudelstation. Und hier werden Suppen frisch zubereitet. Mit allen möglichen Zutaten. Auch das schaut alles sehr appetitlich aus. Also ist schon ein großer Unterschied zur Starlines Gold Lounge. Die ist bei weitem nicht so großartig gestattet. Und hier noch eine Self-Service-Bar mit Drinks. Auch stylisch gemacht. So, hier ist es schon ein bisschen gemütlicher mit schönen Plätzen. Erinnert so ein bisschen an die Sessel im Flugzeug. Und manche haben sich auch zum Schlafen hingelegt. So, jetzt habe ich einen Laksa, eine Suppe nach Singapur-Art, sicherlich ganz köstlich. So, das ist hier das Badezimmer und die Dusche in der Singapore Airlines Lounge im Terminal 3. Sehr appetitlich, sehr schön, sehr ansprechend. Die Dusche ist allerdings wirklich besonders, weil die Toilette ist was Besonderes, weil der Sitz ist gewärmt und man kann sich nochmal speziell spülen lassen und trocknen. Also wie man das eigentlich nur so aus Japan kennt. Und das ist hier die Fernbedienung dazu. Ich glaube, das erklärt sich von selbst. So, hier haben wir tatsächlich einen Touchscreen und das ist sehr viel angenehmer als auf der anderen Maschine. Der Monitor kann natürlich auch über eine Kontrolleinheit gesteuert werden, die sich rechts am Sitz befindet. Ja, dieser Bildschirm reagiert wirklich schön. Die Auswahl ist ähnlich wie dem anderen. Für jeden Geschmack was dabei. Und hier auch gut sortiert. Also auch auf diesem Flug wurde ich persönlich begrüßt und mir auch mitgeteilt, dass der Flug 1,5 Stunden dauert und dass trotzdem natürlich ein Essen serviert wird und dass auch meine Vorbestellung angekommen ist und dass es eine gute Wahl war. Ich habe eine lokale Speise gewählt und ja, ich bin sehr gespannt. Eigentlich bin ich heute nicht mehr, aber probieren tue ich es und ist ja auch für euch vielleicht interessant. Also auch wieder schön heiß, angenehm parfümiert, aber nicht zu stark. Tut gut, ist nach der langen Nacht. Orangensaft gab es auch. Zunächst haben wir eine sehr ansprechende und hochwertige Menükarte erhalten. Dort kann man aus 3 Hauptgerichten wählen. Ein westliches Frühstück mit Rührei und Geflügelwürsten, verschiedenen Dim Sums, also Teigtaschen, oder Woknudeln mit Meeresfrüchten. Überdies konnte man ein Zusatzgericht vorbestellen. Unter dem Namen Book the Chef habe ich mein Gericht vorbestellt. Auch auf diesem kurzen Flug wird echter Champagner ausgeschenkt. Schöne Weine. Das ist klasse. So, das ist jetzt mein typisches Essen, was ich bestellt habe. Früchte dazu und Reis, Hühnchen, Fisch. Ja, bin gespannt, wie das schmeckt. So, jetzt habe ich gerade mal das Essen aus Singapur probiert und es schmeckt gut. Es schmeckt wirklich sehr typisch. Also es ist scharfes Currysoße mit Hühnchen, schon aus wie Fischchips und Reis und Garnelen.
Interessant. Knusprig, scharf, weich, frisch, alles mit dabei. Schöne Früchte, noch ein Joghurt kam dazu und ja, war mal wieder was anderes. War jetzt nicht super, super lecker, aber war absolut okay und ja, mal was Besonderes. Da dies ein Morgenflug ist, werden einem jetzt gar keine alkoholischen Getränke angeboten. Hätte ich jetzt auch nicht gewollt. Wenn sie mir jetzt einen Champagner angeboten hätten, hätte ich ihn vielleicht genommen, aber ich bin absolut okay mit Wasser und Orangensaft. Also wenn man bedenkt, dass wir nur 1,5 Stunden fliegen, haben wir einen tollen Service bekommen und auch die Sitze sind natürlich fantastisch. Davon träumen wir nur in Europa. Was hat mich dieser Flug nun gekostet? Streng genommen hat mich dieser Flug gar nichts gekostet, da dies eine Zusatzstrecke war zu meinem Interkontinentalflug von Istanbul nach Singapur. Das war ein Prämienflug, den ich zum Sondertarif von 56.500 KrisFlyer-Punkten und 15 € Gebühren gebucht habe. Die Strecke von Singapur nach Ho Chi Minh war da inklusive. Auch ein Weiterflug von Singapur nach Bangkok oder Kuala Lumpur oder auch Jakarta wäre inklusive gewesen. Ein toller Travel-Hack. Wie sieht nun der Vergleich mit Lufthansa aus? Wie ist jeweils das Preis-Leistungs-Verhältnis auf einer Mittelstrecke? Sehen wir uns zunächst mal die Preise für die Strecke Singapur nach Ho Chi Minh von Singapore Airlines und seinem Konkurrenten Vietnam Airlines an. Auf Google Flights konnte ich folgende Preise finden. Der reine Hinflug in der Business Class kostet mit Singapore Airlines ziemlich konstant 533 €. Hin- und Rückflug schlagen mit 754 € zu Buche. Fliegt man die gleiche Strecke mit der SkyTeam Airline Vietnam Airlines, dann werden für den Hinflug 339 € verlangt, inklusive während Rückflug 561 fällig. Lufthansa verlangt für eine vergleichbare Strecke wie München-Barcelona für den Hin- und Rückflug günstigstenfalls 599 €, aber es können durchaus Preise bis über 800 € fällig werden, je nach Tageszeit. Vergleichen wir nun das Fluggerät. Während Singapore Airlines ein Großraumflugzeug mit Liegesitzen anbietet, setzt Konkurrent Vietnam Airlines breite Recliner-Sitze in einem A321 an. Lufthansa fliegt meist mit der A319 bis A321 Familie und den bekannten Economy-Sitzen, wo nur der Mittelsitz freigehalten wird. Da zieht Lufthansa im Vergleich den kürzeren. Das gilt allerdings auch für die meisten anderen europäischen Airlines. Ausnahme ist hier Turkish Airlines. Zusammenfassend kann man Folgendes festhalten. Singapore Airlines liegt in diesem Vergleich in den Punkten Sitzabstand, Eindruckkabine, Entertainment und Verpflegung klar vorne. Allein beim Thema Kommunikation und Professionalität gibt es einen Gleichstand. Die hohen Flugkosten sind ähnlich, da liegt keiner im Vorteil. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr weiter zu Flügen und Miles & More auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert doch meinen Kanal und aktiviert die Glocke und gebt mir einen Daumen nach oben. Herzlichen Dank! Ihr könnt jetzt auch Mitglied auf meinem Kanal werden, mich unterstützen und zusätzliche Inhalte und Vorteile erhalten. Bis bald und liebe Grüße vom Meilencoach. Hello. Voilà. One,